In den frühesten sumerischen Schriften über sie, die aus der nach akkadischen Zeit stammen, sind die Anunnaki-Gottheiten im Pantheon, Nachkommen von An und Ki, dem Gott des Himmels und der Göttin der Erde, und ihre Hauptfunktion bestand darin, die Schicksale der Menschheit zu lenken. Der Name Anunnaki leitet sich von An, dem sumerischen Gott des Himmels, ab. Anunnaki bedeutet übersetzt fürstliches Blut oder Samen des Anu, nicht diejenigen, die herabgestiegen sind oder diejenigen, die vom Himmel auf die Erde kamen, wie viele moderne Quellen behaupten. Samuel Noah Kramer identifiziert Ki mit der sumerischen Muttergöttin Ninhursag und gibt an, dass sie ursprünglich dieselbe Figur waren. Der älteste der Anunnaki war Enlil, der Gott der Luft und Hauptgott des sumerischen Pantheons. Die Sumerer glaubten, dass Himmel und Erde bis zur Geburt von Enlil untrennbar waren. Dann spaltete Enlil Himmel und Erde in zwei Teile und trug die Erde weg, während sein Vater An in den Himmel brachte. Die Anunnaki werden hauptsächlich in literarischen Texten erwähnt, und es wurden bisher nur sehr wenige Beweise für die Existenz eines Kults gefunden. Dies ist wahrscheinlich darauf zurückzuführen, dass jedes Mitglied der Anunnaki seinen eigenen individuellen Kult hatte, getrennt von den anderen. Ebenso wurden noch keine Darstellungen der Anunnaki als vollständige Gruppe entdeckt, obwohl einige Darstellungen von 2 oder 3 einzelnen Mitgliedern zusammen identifiziert wurden. Gottheiten im alten Mesopotamien waren fast ausschließlich anthropomorph. Man glaubte, dass sie über außergewöhnliche Kräfte verfügten und oft von enormer körperlicher Größe angesehen wurden. Die Gottheiten trugen typischerweise Melam, eine mehrdeutige Substanz, die sie in erschreckender Pracht bedeckte. Melam könnte auch von Helden, Königen, Riesen und sogar Dämonen getragen werden. Die Wirkung, die das Sehen des Melams einer Gottheit auf einen Menschen hat, wird als Nie beschrieben, ein Wort für das körperliche Kribbeln des Fleisches. Gottheiten wurden fast immer mit gehörnten Mützen dargestellt, die aus bis zu 7 übereinander liegenden Ochsenhörnern bestanden. Sie wurden manchmal auch in Kleidung dargestellt, in die aufwendige dekorative Gold- und Silberornamente eingenäht waren. Die alten Mesopotamier glaubten, dass ihre Gottheiten im Himmel lebten, nach einer früheren Geschichte von Besuchen auf der Erde in mythologischen Texten, und dass die Statue eines Gottes eine physische Verkörperung des Gottes selbst war. Als solche wurden Kultstatuen ständige Pflege, Aufmerksamkeit und eine Reihe von Priestern zugeordnet. Diese Priester kleideten die Statuen und veranstalteten Feste vor ihnen, damit sie essen konnten. Es wurde angenommen, dass der Tempel einer Gottheit der buchstäbliche Wohnsitz dieser Gottheit ist. Die Götter hatten Boote, große Lastkähne, die normalerweise in ihren Tempeln gelagert und während verschiedener religiöser Feste zum Transport ihrer Kultstatuen auf Wasserstraßen verwendet wurden. Die Götter besaßen auch Streitwagen, mit denen ihre Kultstatuen auf dem Landweg transportiert wurden. Manchmal wurde die Kultstatue einer Gottheit an den Ort einer Schlacht transportiert, damit die Gottheit den Kampf beobachten konnte. Es wurde angenommen, dass die Hauptgottheiten des mesopotamischen Pantheons, zu denen die Anunnaki gehörten, an der Versammlung der Götter teilnahmen, durch die die Götter alle ihre Entscheidungen trafen. Diese Versammlung wurde als göttliches Gegenstück zum halbdemokratischen Gesetzgebungssystem angesehen, das während der 3. Dynastie von Ur, ca. 2112 v. Chr. bis ca. 2004 v. Chr., existierte. Ein akkadisches Rohlsiegel aus ca. 2300 v. Chr. zeigt Darstellungen der Gottheiten Inanna, Utu und Enki, 3 Mitglieder der Anunnaki. Die frühesten bekannten Verwendungen des Begriffs Anunnaki stammen aus Inschriften, die während der Regierungszeit von Gudea, ca. 2144 bis 2124 v. Chr. und der 3. Dynastie von Ur verfasst wurden. Ein berühmtes Beispiel ist die sogenannte Eridu-Genesis, eine sumerische Keilschrifttafel, die eine Schöpfungsmythologie darstellt und in der die Anunnaki eine wichtige Rolle spielen. Der Text beginnt mit einer Beschreibung der ursprünglichen Zustände der Welt, als sie noch ein Chaos aus Wasser und Schlamm war. Die Götter existierten bereits, aber sie hatten noch keine Ordnung geschaffen. Die Götter beschließen,
die Welt zu ordnen und den Menschen zu erschaffen, um ihnen die Arbeit zu übertragen. Sie erschaffen den Menschen aus Lehm und göttlichem Blut und verleihen ihm das Leben. Die Götter erschaffen die Stadt Eridu als ihren Wohnsitz und als Zentrum der Zivilisation. Sie errichten einen Tempel, in dem die Götter verehrt werden, und lehren den Menschen die Gesetze und Rituale. Die Götter entscheiden, den Menschen die göttliche Weisheit zu geben, damit sie in der Lage sind, die Welt zu regieren und gerecht zu herrschen. Die göttliche Weisheit wird in Form eines göttlichen Geschenks an den König von Eridu übergeben. Die Menschheit beginnt jedoch, sich gegen die Götter aufzulehnen und ihre Anweisungen zu missachten. Die Götter sind über den Zustand der Welt und das Verhalten der Menschen verärgert und beschließen, die Welt durch eine große Flut zu zerstören, um von neuem zu beginnen. Ein einziger Überlebender der Flut wird von den Göttern gerettet und mit göttlicher Weisheit gesegnet. Er wird angewiesen, die Welt neu zu bevölkern und die Menschheit zu leiten, um die Zivilisation wieder aufzubauen. Die Eridu-Genesis ist ein faszinierender Mythos, der sowohl kulturelle als auch religiöse Bedeutung für die antiken Sumerer hatte. Er veranschaulicht die sumerische Vorstellung von der Schöpfung und vom Verhältnis zwischen Göttern und Menschen. Diese und ähnliche Texte liefern Einblicke in die sumerische Vorstellungswelt und ihre Götterhierarchie, zu der die Anunnaki gehören. In den Texten wird der Begriff auf die mächtigsten und wichtigsten Gottheiten im sumerischen Pantheon angewendet, die Nachkommen des Himmelsgottes An waren. Zu dieser Gruppe von Gottheiten gehörten wahrscheinlich die 7 Götter, An, Enlil, Enki, Ninak, Nanna, Utu und Inanna. Obwohl bestimmte Gottheiten als Mitglieder der Anunnaki beschrieben werden, ist keine vollständige Liste der Namen aller Anunnaki erhalten geblieben, und sie werden in literarischen Texten normalerweise nur als eine zusammenhängende Gruppe dargestellt. Darüber hinaus beschreiben sumerische Texte die Anunnaki inkonsistent und sind sich nicht einig, wie viele Anunnaki es gab oder was ihre göttliche Funktion war. Ursprünglich scheinen die Anunnaki himmlische Gottheiten mit immensen Kräften gewesen zu sein. In dem Gedicht Enki and the World Order ehren die Anunnaki Enki, singen ihm zu, rühmen ihn und nehmen ihre Wohnungen unter den Leuten von Sumer ein. Dieselbe Komposition besagt zweimal, dass die Anunnaki die Schicksale der Menschheit bestimmen. Praktisch jede größere Gottheit im sumerischen Pantheon wurde als Schutzpatron einer bestimmten Stadt angesehen und sollte die Interessen dieser Stadt schützen. Es wurde angenommen, dass die Gottheit dauerhaft im Tempel dieser Stadt wohnt. Ein Text erwähnt bis zu 50 Anunnaki, die mit der Stadt Eridu in Verbindung stehen. In Inannas Abstieg in die Unterwelt gibt es nur 7 Anunnaki, die in der Unterwelt leben und als Richter dienen. Inanna steht vor ihnen wegen ihres Versuchs, die Unterwelt zu übernehmen. Sie hielten sie der Hybris für schuldig und verurteilten sie zum Tode. Große Gottheiten in der sumerischen Mythologie wurden mit bestimmten Himmelskörpern in Verbindung gebracht. Es wurde angenommen, dass Inanna der Planet Venus ist, Utu als die Sonne, Nanna war der Mond. An wurde mit allen Sternen des Äquatorshimmels identifiziert, Enlil mit denen des Nordhimmels und Enki mit denen des Südhimmels. Die Bahn von Enlils Himmelsbahn war ein kontinuierlicher symmetrischer Kreis um den nördlichen Himmelspol, aber die von An und Enki glaubten, dass sie sich an verschiedenen Punkten kreuzen. Akkadische, babylonische und assyrisch-babylonische Darstellungen des Nationalgottes Marduk zeigen ihn als prominentes Mitglied der Anunnaki. Akkadische Texte des 2. Jahrtausends vor Christus folgen ähnlichen Darstellungen der Anunnaki aus Inannas Abstieg in die Unterwelt, die sie als tonische Unterweltgottheit darstellen. In einer abgekürzten akkadischen Version von Inannas Abstieg, die im frühen 2. Jahrtausend geschrieben wurde, kommentiert Erish-Kigal, die Königin der Unterwelt, dass sie mit den Anunnaki Wasser trinkt. Später in demselben Gedicht befiehlt Erish-Kigal ihrem Namtar, die Anunnaki von Egaljina zu holen, die Schwellenstufen mit Korallen zu schmücken und sie auf goldenes Roh zu setzen. Während der altbabylonischen Zeit wird eine neue Gruppe von Gottheiten eingeführt, die als Igigi bekannt sind. Die Beziehung zwischen den Anunnaki und den Igigi ist unklar.
Bei einigen Gelegenheiten scheinen die Kategorien synonym verwendet zu werden, aber in anderen Schriften wie The Poem of Erra gibt es eine klare Unterscheidung zwischen den beiden. Im späten akkadischen Atrahasis-Epos sind die Igigi die 6. Generation der Götter, die gezwungen sind, Arbeit für die Anunnaki zu verrichten. Nach 40 Tagen erschaffen die Igigi einen Rebellen, und der Gott Enki, einer der Anunnaki, schafft Menschen, um sie zu ersetzen. Nach sumerischer Überlieferung sollen die Anunnaki den Menschen erschaffen haben, indem sie genetische Experimente durchführen und ihr eigenes Erbgut mit dem der primitiven Menschen vermischten. Diese Schöpfungsgeschichte wirft ethische und moralische Fragen auf. Die Anunnaki als eine außerirdische Rasse, die in der sumerischen Mythologie als Götter verehrt wurden. Sie galten als Schöpferwesen und spielten eine zentrale Rolle im kosmischen Gefüge. Enki und Enlil waren 2 der wichtigsten Anunnaki-Götter, die eine entscheidende Rolle bei der Erschaffung der Menschheit spielten. Enki galt als Wissenschaftler und Schöpfer, während Enlil als Herrscher und Beschützer angesehen wurde. Ihre unterschiedlichen Ansichten führten zu Konflikten und Machtkämpfen. Die Sumerer glaubten, dass die Anunnaki vom Himmel kamen und die Menschen erschufen, um für sie Gold abzubauen. Die sumerischen Texte beschreiben die Anunnaki als halb menschlich, halb göttlich und riesig. Die Sumerer leisteten Pionierarbeit auf vielen Gebieten, darunter die Erfindung des Rades, Bewässerungssysteme und das erste Schriftsystem. Sie hatten auch erstaunliches Wissen über Astronomie und das Sonnensystem. Insgesamt bieten die sumerischen Texte und archäologischen Funde Anlass zu Spekulationen über die Rolle außerirdischer Besucher in der menschlichen Geschichte, obwohl viele moderne Wissenschaftler skeptisch gegenüber diesen Interpretationen sind. Die Schöpfungsgeschichte der Anunnaki ist Gegenstand intensiver Debatten und kontroverser Interpretationen. Einige sehen darin einen mythologischen Bericht, andere interpretieren sie als Hinweis auf tatsächliche außerirdische Einflüsse auf die menschliche Evolution. Verschwörungstheoretiker behaupten zudem, dass Menschen mit rhesusnegativem Blut potenzielle Nachfahren der Anunnaki sind, darunter bekannte Persönlichkeiten wie Königin Elisabeth II. Und Tom Cruise. Es wird spekuliert, dass die Anunnaki alle 3600 Jahre die Erde besuchen und möglicherweise in 800 Jahren wiederkehren könnten. Diese Theorien gehen davon aus, dass die menschliche Rasse von einer Gruppe außerirdischer Wesen, bekannt als Anunnaki, erschaffen wurde. Sie stützt sich hauptsächlich auf die Übersetzungen von Keilschrifttafeln, die angeblich von Zecharia Sitchin durchgeführt wurden. Sitchins Buchreihe Earth Chronicles bildet das Fundament für diese Theorie. Heute werden die Anunnaki oft als das Äquivalent des alttestamentarischen Schöpfergottes dargestellt. Im Gegensatz dazu zeigt der Keilschriftkorpus, dass die Anunnaki in der antiken Welt als die sumerischen Gottheiten der alten Urzeit dargestellt wurden. Es wird angenommen, dass die Anunnaki eher als Halbgötter oder halbgöttliche Wesen betrachtet werden sollten. Edward Lipinski, ein Wissenschaftler, analysierte 1971 mehrere antike Texte, darunter die altbabylonische Version des Gilgamesch-Epos, und identifizierte den Berg Hermon und den Libanon als Wohnort der Anunnaki. Er zitiert Zeilen aus dem Gilgamesch-Epos, in denen von der Vernichtung Humbabas, des Wächters der Götterwohnung, berichtet wird. Und die beiden Hauptfiguren, Gilgamesch und Enkidu, die geheime Unterkunft der Anunnaki öffnen. Lipinski argumentiert, dass ältere mesopotamische und nahöstliche kanaanitische Texte auf den Zedernwald des Berges Hermon als Wohnort der Anunnaki hinweisen. Er glaubt, dass der südliche Ausläufer des Antilibanon, der Berg Hermon, der Ort ist, an dem die Anunnaki in der altbabylonischen Version des Gilgamesch-Epos wohnten. Er weist auch darauf hin, dass der Berg Hermon in der Antike als Hüter internationaler Verträge galt und diese Tradition mit dem Eid verbindet, den die Wächter in Eins Henoch schwören. Lipinski schließt daraus, dass der Berg Hermon der kosmische Berg ist, der die Erde mit dem untersten Himmel verbindet, und dass die himmlischen Wesen sich auf dem Gipfel des Berges Hermon versammeln, da dieser der Berg der Götter, der kananäische Olymp ist.
Das Gebiet ist reich an jahrtausendealten Altären und war noch zur Zeit Konstantins des großen Schauplatz von Kultstätten und Ritualen. Gilgamesch war in der antiken Welt dafür bekannt, Wissen aus der Welt vor der Sintflut erlangt zu haben. Dies schließt den Kreis zu Lipinskis Interpretation der altbabylonischen Version des Gilgamesch-Epos, in der alte König zum Berg Hermon reist, dem Wohnort der Anunnaki. Die Anunnaki, die sumerischen Gottheiten der alten Urzeit, ein Pantheon von Göttern, die die Kinder des Himmelsgottes Anu und seiner Schwester Ki waren. Dies entspricht der biblischen Tradition, nach der die Sterblichen aus dem Staub der Erde geschaffen wurden, Genesis 2:7. Offenbar wurde Anus Gefährtin Ki ursprünglich nicht als Gottheit betrachtet und erst viel später in der Geschichte des Mythenzyklus in den Rang einer Göttin erhoben. Im Wesentlichen würde dies bedeuten, dass die Anunnaki aus einer Vereinigung zwischen einem Himmelsgott und einer sterblichen Frau hervorgingen, die später in mythischen Traditionen vergöttlicht wurde. Ki ist das sumerische Zeichen für Erde, und Anus Gefährtin wird oft als Personifizierung der Erde selbst betrachtet. Das Konzept einer Gruppe halbgöttlicher Wesen, die von sterblichen Frauen geboren wurden, ist der biblischen und außerbiblischen Tradition der Nephilim sehr ähnlich. Das Buch 1 Henoch, das dem Patriarchen Henoch zugeschrieben wird, beschreibt eine Gruppe von 200 gefallenen Engeln, bekannt als die Wächter, die auf den Berg Hermon hinabstiegen und einen Eid schworen, Nachkommen mit menschlichen Frauen zu zeugen. Diese Vereinigung führte zur Geburt von großen Riesen, die schließlich alle Errungenschaften der Menschen verzehrten und, als die Menschen sie nicht mehr ertragen konnten, sich gegen sie wandten und die Menschen verschlangen. Diese Aktivitäten provozierten das Handeln Gottes, der die Riesen verfluchte, gegeneinander Krieg zu führen, und die Erzengel schickte, um die Wächterführung in den Tälern der Erde zu binden. Die hebräischen Texte bezeichnen die mächtigen Wesen, die von den Wächtern geboren wurden, als die Nephilim. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Anunnaki in der Präastronautik-Theorie oft als außerirdische Schöpfer der Menschheit dargestellt werden, während sie in der antiken Welt ein Teil des sumerischen Götterpantheons waren. Tauchen wir ein in die faszinierende Welt des antiken Mesopotamien, wo Götter und Göttinnen die Fantasie der Menschen seit Jahrtausenden beflügeln. Beginnen wir, wo alles angefangen hat, mit Tiamat. In den reichen Gewässern der sumerisch-babylonischen Mythologie schwimmt eine Gestalt, die gleichermaßen furchterregend und faszinierend ist. Tiamat, die Göttin des Ursprungs und des Chaos, repräsentiert das uralte Chaos, aus dem die Welt entstanden ist. Sie ist die Verkörperung des salzigen Ozeans, während ihr Gemahl, Apsu, das Prinzip des süßen Wassers symbolisiert. Zusammen repräsentieren sie die ursprünglichen Elemente, aus denen das Universum geformt wurde. Doch ihr Frieden wird gestört, als Apsu von Enki, einem der jüngeren Götter, getötet wird. In ihrer Wut verbündet sich Tiamat mit ihrem Sohn Kingu und erschafft eine Armee von Ungeheuern, um gegen die jungen Götter zu kämpfen. Der Höhepunkt dieses epischen Konflikts ist der Chaos-Drachenkampf, der in Texten wie dem Enuma Elish beschrieben wird. In diesem Kampf wird Tiamat letztendlich von Marduk, dem Sohn von Enki, besiegt und in 2 Hälften gespalten, um Himmel und Erde zu erschaffen. Tiamats Mythos ist reich an symbolischer Bedeutung und bietet zahlreiche Interpretationsmöglichkeiten. Als Göttin des Chaos steht sie für die ungestaltete, wilde Natur des Universums, die vor der Ordnung und Struktur der Schöpfung existierte. Ihr Kampf gegen die jungen Götter kann als Allegorie für den Konflikt zwischen Ordnung und Chaos, zwischen den alten und den neuen Kräften im Universum verstanden werden. Ihre Spaltung in Himmel und Erde markiert den Übergang von der ungeordneten zur geordneten Welt und symbolisiert die Geburt des Kosmos, wie wir ihn kennen. Tauchen wir nun ein in das Reich von Enki, auch bekannt als Ea, den Gott des Wassers und der Weisheit in der mesopotamischen Mythologie. Er wurde als Schöpfer und Beschützer der Menschheit verehrt, der den Sterblichen Weisheit und Führung schenkte. In der antiken mesopotamischen Kunst als weise und gütige Figur dargestellt, herrschte er über die Gewässer, die das Leben im fruchtbaren Halbmond ernährten.
Er wird oft mit fließenden Bächen oder umgeben von Wasserlebewesen abgebildet und verkörpert die Essenz des Süßwassers und die Weisheit, die er vermittelt. Mesopotamische Gläubige verehrten Enki durch aufwendige Zeremonien und Opfergaben und würdigten seine Rolle bei der Versorgung des Landes mit Nahrung und Fruchtbarkeit. Tempel, die ihm geweiht waren, dienten als Zufluchtsstätten, in denen Gläubige seine Führung in Fragen der Weisheit und Magie suchten. Enki, der Gott des Süßwassers, wurde über verschiedene Epochen und in verschiedenen Städten der sumerischen Kultur verehrt. Eridu galt als der Hauptort und das Hauptheiligtum des Enki. Diese Stadt im Süden Mesopotamiens war eine der ältesten sumerischen Städte und der Ort, an dem Enki als Schöpfergott und Herr des Süßwassers verehrt wurde. Neben Eridu wurde Enki auch in anderen bedeutenden sumerischen Städten wie Ur und Isin verehrt. Er zählte neben An, Enlil und Inanna zu den Hauptgöttern des sumerischen Pantheons. Über einen langen Zeitraum vom 4. bis zum 2. Jahrtausend vor Christus wurde Enki in zahlreichen Tempeln in Mesopotamien als eine der zentralen Gottheiten der sumerischen Religion verehrt. Im Laufe der Zeit verlor Eridu als religiöses Zentrum an Bedeutung, während Uruk zur führenden Stadt aufstieg. Dort übernahm dann die Göttin Inanna eine wichtige Rolle, während Enki seine zentrale Position in der sumerischen Götterwelt an sie abtrat. Zusammengefasst lässt sich sagen, dass Enki über Jahrhunderte hinweg, insbesondere in Eridu, aber auch in anderen bedeutenden sumerischen Städten, als Gott des Süßwassers, der Weisheit und des schöpferischen Geistes verehrt wurde und eine zentrale Rolle im sumerischen Glaubenssystem einnahm. In der mesopotamischen Kosmologie wird Enki die Erschaffung der Menschheit und die Verleihung göttlicher Gaben wie Schreiben und Handwerkskunst zugeschrieben. Mythologische Geschichten sind reich an Erzählungen über Enkis List und Güte, von seiner Rolle bei der Verhinderung von Katastrophen bis zu seiner Hilfe bei der Abwendung von Dürren. Enkis Interventionen prägten das Schicksal von Sterblichen und Göttern gleichermaßen und brachten ihm Verehrung als Beschützer und Wohltäter ein. Während das Wasser der alten mesopotamischen Flüsse weiterfließt, denken wir über das bleibende Erbe von Enki, dem Gott des Wassers und der Weisheit, nach. Auch wenn seit der Blüte seiner Verehrung in Mesopotamien Jahrtausende vergangen sind, wirkt Enkis Einfluss immer noch durch den Strom der Zeit, ein Beweis für seine anhaltende Präsenz in den Herzen und Gedanken der Gläubigen. Tauchen wir nun ein in die Legende von Enlil, dem mächtigen Gott der Luft und des Windes im mesopotamischen Glauben. Enlil wurde für seine Kontrolle über die Elemente verehrt und formte die Winde und Stürme, die über die alten Landschaften fegten. Als beeindruckende Figur wurde er oft mit majestätischer Präsenz und Symbolen der Autorität dargestellt. Sein Einfluss als Gott der Winde erstreckte sich über Himmel und Erde und prägte die Kräfte der Natur. Enlil, der oberste Gott der Sumerer, wurde in verschiedenen Städten und zu verschiedenen Zeiten verehrt. In Nippur, dem religiösen Zentrum der Sumerer, galt er als höchste Gottheit und sein Tempel thronte auf einem Zikkurat-Tempelturm. Auch in den sumerischen Städten Ur und Isin wurde Enlil verehrt, wo er als Gott des Windes, der Luft und der Erde angesehen wurde. Über einen Zeitraum von vielen Jahrhunderten, vom 4. bis zum 2. Jahrtausend vor Christus, war Enlil einer der wichtigsten Götter der sumerischen Religion und wurde in zahlreichen Tempeln in Mesopotamien verehrt. Neben An, Enki und Inanna gehörte er zu den Hauptgottheiten des sumerischen Pantheons und wurde als Herr der Erde und Herrscher über die anderen Götter angesehen. Mesopotamische Priester und Anhänger huldigten Enlil durch aufwendige Rituale und Opfergaben und suchten seinen Schutz vor den Stürmen sowie seinen Segen für reiche Ernten. Die Enlil geweihten Tempel dienten als Zufluchtsorte, in denen Gläubige Trost und Führung suchten. Enlil spielte eine zentrale Rolle in der mesopotamischen Kosmologie, indem er die Kräfte der Natur regierte und das Gleichgewicht des Kosmos aufrechterhielt. Seine Autorität als Herr der Winde veranschaulichte die rohe Kraft und Unvorhersehbarkeit der natürlichen Welt. Die mesopotamische Mythologie ist reich an Geschichten über Enlils Heldentaten, in denen er sowohl als gütiger Wächter als auch als furchterregender Richter dargestellt wird. Von der Beruhigung von Stürmen bis zur Entfesselung verheerender Unwetter prägten Enlils Taten das Schicksal von Göttern und Sterblichen gleichermaßen.
Während sich Gewitterwolken am Himmel zusammenziehen, denken wir über das bleibende Erbe von Enlil, dem Gott der Luft und der Stürme, nach. Auch wenn seit der Blüte seiner Verehrung in Mesopotamien Jahrtausende vergangen sind, hallt Enlils Präsenz immer noch in den Winden wider, die über die antiken Landschaften fegen. Ein Beweis für seine anhaltende Macht und seinen Einfluss. Als nächstes begeben wir uns auf eine Reise in das Reich von Ereshkigal, der Königin der Toten, und erkunden die dunklen Geheimnisse und Symbolik rund um diese mächtige Gottheit. Ereshkigal wurde in der mesopotamischen Mythologie als beeindruckende Königin der Unterwelt verehrt, die mit eiserner Faust über das Reich der Toten herrschte. Sie flößte sowohl den Göttern als auch den Sterblichen Respekt und Furcht ein. In der antiken mesopotamischen Kunst wird Ereshkigal oft als düstere und königliche Figur dargestellt, die mit fester Hand und mitfühlendem Herzen über das Totenreich herrscht. Sie wird auch mit Symbolen für Tod und Wiedergeburt dargestellt und verkörpert die zyklische Natur der Existenz. Mesopotamische Trauergäste huldigten ihr durch feierliche Rituale und Opfergaben und erkannten ihre Rolle als Beschützerin der Seelen und Schiedsrichterin des Schicksals an. Tempel, die Ereshkigal geweiht waren, dienten als Tore zur Unterwelt, wo Gläubige Trost und Führung für die Reise jenseits des Lebens suchten. Ihre Mythologie spiegelt die mesopotamische Vorstellung vom Tod als Übergang und nicht als Ende wider. Als Göttin der Unterwelt herrschte Ereshkigal mit Mitgefühl und Unparteilichkeit über das Reich der Toten und sorgte dafür, dass alle Seelen ihren rechtmäßigen Platz im Jenseits fanden. Als Göttin der Unterwelt wurde sie über einen langen Zeitraum vom 4. bis zum 2. Jahrtausend vor Christus in der sumerischen Stadt Kuta verehrt. Kuta war das religiöse Zentrum des Totenkultes und beherbergte den Tempel der Ereshkigal, von dem aus sie über das Totenreich, das Land ohne Wiederkehr, herrschte. Ereshkigal spielte eine zentrale Rolle in sumerischen Mythen wie dem Mythos von Inannas Abstieg in die Unterwelt und galt als gefürchtete Herrscherin des Totenreichs. Neben Kuta wurde Ereshkigal auch in anderen wichtigen sumerischen Städten wie Ur und Isin verehrt, wo sie als Schwester der Göttin Inanna galt. Über den langen Zeitraum vom 4. bis zum 2. Jahrtausend vor Christus nahm Ereshkigal als Göttin der Unterwelt eine wichtige Position im sumerischen Pantheon ein. Zusammengefasst lässt sich sagen, dass Ereshkigal vor allem in der Stadt Kuta, aber auch in anderen bedeutenden sumerischen Städten wie Ur und Isin, über einen Zeitraum von mehreren Jahrhunderten als Herrscherin des Totenreichs verehrt wurde. Mythologische Geschichten sind reich an Berichten über Ereshkigals Macht und Weisheit, von ihrer Rolle bei der Führung verstorbener Seelen bis hin zu ihren Interaktionen mit anderen Göttern und Göttinnen. Ihre Taten veranschaulichen den anhaltenden Einfluss des Todes und der Unterwelt auf die menschliche Erfahrung. Während Schatten über die stillen Hallen und Kammern der Unterwelt fallen, denken wir über das bleibende Erbe von Ereshkigal, der Göttin des Todes und der Wiedergeburt nach. Auch wenn seit der Blüte ihrer Verehrung in Mesopotamien Jahrtausende vergangen sind, lebt Ereshkigals Präsenz immer noch in den Herzen derer, die sich mit den Geheimnissen der Sterblichkeit auseinandersetzen. Lassen Sie uns unsere Reise durch die mesopotamische Mythologie fortsetzen und das Erbe von Istar, der Göttin der Liebe und des Krieges, erkunden. Sie faszinierte die Gläubigen mit ihrer leidenschaftlichen Art und verkörperte sowohl die kriegerische als auch die liebevolle Seite. Istar, auch bekannt als Inanna, die Göttin der Liebe, Fruchtbarkeit und des Krieges in der antiken mesopotamischen Mythologie, wird oft als strahlende und beeindruckende Figur dargestellt. Sie verkörperte die Essenz weiblicher Stärke und Anziehungskraft, geschmückt mit Symbolen der Fruchtbarkeit und des Krieges, und erregte bei Sterblichen und Göttern gleichermaßen Bewunderung und Ehrfurcht. Als Göttin der Liebe, Fruchtbarkeit und des Krieges genoss sie über einen langen Zeitraum vom 4. bis zum 2. Jahrtausend vor Christus in der sumerischen Kultur hohes Ansehen. Ihr Hauptkultort war die Stadt Uruk, wo sie als eine der bedeutendsten Gottheiten des sumerischen Pantheons verehrt wurde. Neben Uruk wurde sie auch in anderen bedeutenden sumerischen Städten wie Adab, Akkade, Babylon, Isin und Ur verehrt. Sie hatte Tempel in den meisten wichtigen Zentren Mesopotamiens.
In ihrer Ikonographie wurde sie sowohl als Göttin der Liebe und Fruchtbarkeit als auch als kriegerische Göttin dargestellt. Sie galt als Schwester der Unterweltsgöttin Ereshkigal. Inannas Bedeutung wurde in der frühdynastischen Götterliste von Phara nach An und Enlil an dritter Stelle aufgeführt, was ihre zentrale Rolle im sumerischen Glaubenssystem unterstreicht. Im Laufe der Jahrhunderte wandelte sich ihre Stellung von einer eher untergeordneten Göttin in Eridu zu einer der wichtigsten Gottheiten zur Zeit der Vormachtstellung von Uruk. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass sie vom 4. bis zum 2. Jahrtausend vor Christus in zahlreichen sumerischen Städten, allen voran in Uruk, als eine der Hauptgottheiten verehrt wurde und eine zentrale Rolle im sumerischen Pantheon spielte. Mesopotamische Anhänger ehrten sie durch aufwendige Zeremonien und Rituale und feierten ihre Doppelnatur als Lebensbringerin und Kriegsgöttin. Tempel, die Istar geweiht waren, dienten als Zufluchtsorte, in denen Gläubige in Zeiten des Konflikts ihren Segen für Liebe, Fruchtbarkeit und Schutz suchten. Ishtars Mythologie spiegelt die vielfältige Natur der Weiblichkeit in der mesopotamischen Gesellschaft wider. Als Göttin der Liebe inspirierte sie Hingabe und Leidenschaft, während ihre Rolle als Kriegergöttin Stärke und Mut inmitten von Widrigkeiten symbolisierte. Mythologische Geschichten sind reich an Berichten über Ishtars Abenteuer und Triumphe, von ihrem Abstieg in die Unterwelt bis hin zu ihren Konfrontationen mit göttlichen Widersachern. Diese Geschichten veranschaulichen die Komplexität menschlicher Emotionen und das Streben nach Macht. Während die Sonne über den alten Gärten und Tempeln untergeht, die der Göttin gewidmet sind, denken wir über das bleibende Erbe dieser faszinierenden Gottheit nach. Auch wenn seit der Blüte ihrer Verehrung in Mesopotamien Jahrtausende vergangen sind, lebt Ishtars Präsenz immer noch in den Herzen derer, die nach Liebe, Fruchtbarkeit und Stärke suchen. Lassen Sie uns nun das Erbe von Marduk, dem König des babylonischen Pantheons, erkunden. Er erlangte Berühmtheit als Symbol für Macht und Autorität und herrschte über Götter und Sterbliche gleichermaßen. Marduk, der mächtige Gott Babylons und oberste Herrscher des mesopotamischen Pantheons, wurde in der antiken mesopotamischen Kunst als beeindruckende Figur dargestellt. Als Held, der als Schutzgott der Stadt Babylon über Himmel und Erde schwebt, geschmückt mit Symbolen des Königtums und der Autorität, löste er bei Sterblichen und Göttern gleichermaßen Ehrfurcht aus. Mesopotamische Gläubige ehrten Marduk durch große Zeremonien und Rituale und erkannten seine Rolle als göttlicher Beschützer und Wohltäter Babylons an. Tempel, die ihm geweiht waren, dienten als Bastionen des Glaubens, wo Gläubige seine Führung und Gunst in Fragen der Regierungsführung und des Wohlstands suchten. Marduk, der Hauptgott des babylonischen Pantheons, wurde vor allem in der Stadt Babylon verehrt. Ursprünglich war er der Stadtgott von Babylon, bevor er unter der Herrschaft von König Hammurapi zur Hauptgottheit des gesamten babylonischen Reiches erhoben wurde. Sein Haupttempel in Babylon trug den Namen Esagila, was Haus mit erhobenem Haupt bedeutet. Dort stand auch die berühmte Zikkurat von Etemen-Anki. Marduk wurde als Gott der Sonne, der Sterne und des Krieges verehrt. In der babylonischen Mythologie wurde ihm die Erschaffung der Welt zugeschrieben. Die Verehrung Marduks als oberster Gott des babylonischen Pantheons datiert vor allem aus der Zeit des Neubabylonischen Reiches im 1. Jahrtausend vor Christus. Neben Babylon wurde Marduk auch in anderen wichtigen Städten des babylonischen Reiches wie Borsippa und Kuta verehrt. Zusammengefasst lässt sich sagen, dass Marduk vom 3. bis zum 1. Jahrtausend vor Christus vor allem in der Stadt Babylon als oberster Gott des babylonischen Pantheons verehrt wurde. Marduks Aufstieg zur Vorherrschaft im mesopotamischen Pantheon ist ein Beweis für die anhaltende Macht Babylons als kulturelles und politisches Zentrum. Als Nationalgott Babylons verkörperte Marduk die Ideale von Königtum, Gerechtigkeit und kosmischer Ordnung. Mythologische Geschichten sind reich an Berichten über seine Heldentaten und Siege, von seinem Triumph über das urzeitliche Chaosmonster Tiamat bis zur Gründung des göttlichen Rates. Seine Taten veranschaulichen den Triumph der Ordnung über das Chaos und den göttlichen Auftrag des Königtums. Während die Sonne über den majestätischen Tempeln und Statuen untergeht, die Marduk gewidmet sind,
denken wir über das bleibende Erbe dieses mächtigen Gottes nach. Auch wenn seit der Blüte seiner Verehrung in Mesopotamien Jahrtausende vergangen sind, hallt Marduks Einfluss immer noch in den Annalen der Geschichte wider, ein Beweis für seine anhaltende Präsenz in den Herzen und Gedanken der Gläubigen. Als nächstes tauchen wir ein in die Tiefen der mesopotamischen Mythologie und erkunden das Erbe von Nergal, dem beeindruckenden Gott des Krieges und des Jenseits. Er erlangte Respekt als furchterregende Gottheit, die Macht über Leben und Tod ausübte. Er wird oft als wilde und imposante Figur dargestellt, die die Essenz kriegerischer Tapferkeit und göttlicher Vergeltung verkörpert, geschmückt mit Symbolen von Krieg und Krankheit. Nergal, der Gott der Unterwelt und des Todes, wurde vor allem in der Stadt Kuta verehrt. Kuta galt als religiöses Zentrum des Totenkults und als Hauptsitz des Nergal-Kultes, wo sich sein Haupttempel befand. Er wurde als Herrscher der Unterwelt und Gott des Todes, der Pest und der Zerstörung verehrt und galt als Gemahl der Unterweltgöttin Ereshkigal. Die Verehrung Nergals als Hauptgott des Totenreichs datiert vor allem aus der Zeit des Neubabylonischen Reiches im 1. Jahrtausend vor Christus. Neben Kuta wurde er auch in anderen wichtigen babylonischen Städten wie Babylon, Sippar und Larsa verehrt. Er zählte zu den bedeutendsten Göttern des babylonischen Pantheons. In der sumerischen Frühzeit wurde Nergal noch nicht als eigenständige Gottheit verehrt, sondern ging erst später aus dem Gott Meslamtea hervor. Mesopotamische Anhänger versuchten ihn durch düstere Zeremonien und Opfergaben zu besänftigen und erkannten seine Rolle als Vorbote des Todes und Hüter der Unterwelt an. Tempel, die Nergal geweiht waren, dienten als feierliche Heiligtümer, in denen Gläubige Schutz vor Pest und Unglück suchten. Seine Mythologie spiegelt die dunkleren Aspekte der mesopotamischen Kosmologie wider und zeigt die Unvermeidlichkeit des Todes und die launische Natur des göttlichen Zorns. Als Gott des Krieges und der Pest symbolisierte er die harte Realität der Sterblichkeit und die Zerbrechlichkeit der menschlichen Existenz. Mythologische Geschichten sind reich an Berichten über seine Wildheit und Grausamkeit, von seiner Rolle bei der Verbreitung von Krankheiten bis hin zu seinen Eroberungen auf dem Schlachtfeld. Seine Taten veranschaulichen den unerbittlichen Marsch von Tod und Zerstörung. Während Schatten über die trostlosen Landschaften und Unterweltbereiche fallen, die mit Nergal in Verbindung gebracht werden, denken wir über das bleibende Erbe dieses furchterregenden Gottes nach. Auch wenn seit der Blüte seiner Verehrung in Mesopotamien Jahrtausende vergangen sind, wirkt Nergals Einfluss immer noch in den Herzen derer, die mit der harten Realität der Sterblichkeit konfrontiert sind. Nun begeben wir uns auf eine Erkundung des Erbes von Ninurta, dem mutigen Gott des Krieges und der Landwirtschaft. Er wurde als Beschützer der Felder und Schlachtfelder verehrt und verkörperte die Tugenden der Stärke und Fruchtbarkeit. Begleite uns auf unserer Reise durch die Bereiche von Tapferkeit und Vorsehung, um die Geheimnisse rund um diese verehrte Gottheit zu enthüllen. Ninurta, in der antiken mesopotamischen Kunst als edle und mächtige Figur dargestellt, verkörperte die Essenz kriegerischer Tapferkeit und göttlichen Schutzes. Oft wurde er mit Waffen und landwirtschaftlichen Geräten dargestellt und symbolisierte den Triumph der Zivilisation über das Chaos. Mesopotamische Gläubige ehrten ihn durch feierliche Zeremonien und Opfergaben und erkannten seine Rolle als Verteidiger der Zivilisation und Versorger des Lebensunterhalts an. Tempel, die ihm geweiht waren, dienten als Bastionen der Hoffnung, wo Gläubige seinen Segen für den Sieg im Kampf und eine reiche Ernte suchten. Ninurta, der Gott des Krieges, der Jagd und der Landwirtschaft, wurde über einen langen Zeitraum in verschiedenen sumerischen und babylonischen Städten verehrt. Ursprünglich war er der Stadtgott von Lager, wo er seinen Haupttempel, den Eumea, hatte. Im Laufe der Zeit wurde Ninurta jedoch auch in anderen wichtigen Städten wie Nippur, Ur und Babylon verehrt. Er zählte zu den bedeutendsten Göttern des sumerischen und babylonischen Pantheons. Ninurta wurde als Sohn des Gottes Enlil und der Göttin Ninhursag verehrt. Er galt als Gott des Krieges, der Jagd, der Landwirtschaft und des Glücks. Die Verehrung Ninurtas lässt sich vom 3. Jahrtausend vor Christus bis in die Zeit des Neubabylonischen Reiches im 1. Jahrtausend vor Christus nachweisen.
Er war eine der zentralen Gottheiten über einen sehr langen Zeitraum. Zusammengefasst lässt sich sagen, dass Ninurta vom 3. bis zum 1. Jahrtausend vor Christus in verschiedenen sumerischen und babylonischen Städten, vor allem in Lager, Nippur, Ur und Babylon, als Gott des Krieges, der Jagd und der Landwirtschaft verehrt wurde. Ninurtas Mythologie spiegelt die symbiotische Beziehung zwischen Kriegsführung, Landwirtschaft und gesellschaftlicher Ordnung in der antiken mesopotamischen Kultur wider. Als Gott des Krieges und der Landwirtschaft verkörperte Ninurta den göttlichen Auftrag, die Zivilisation zu schützen und zu fördern. Mythologische Geschichten sind reich an Berichten über Ninurtas Mut und Einfallsreichtum, von seinen Kämpfen gegen monströse Feinde bis hin zu seinen Heldentaten bei der Bewässerung und Landbewirtschaftung. Seine Taten symbolisieren den Triumph der Zivilisation über Widrigkeiten. Während die Sonne über den fruchtbaren Feldern und befestigten Städten aufgeht, die mit Ninurta verbunden sind, denken wir über das bleibende Erbe dieses edlen Gottes nach. Auch wenn seit der Blüte seiner Verehrung in Mesopotamien Jahrtausende vergangen sind, schwingt Ninurtas Einfluss immer noch in den Herzen derer mit, die Schutz und Wohlstand suchen. Der mesopotamische Himmelsgott, eine der höchsten Gottheiten, bekannt als An auf Sumerisch und Anu auf Akkadisch, gehört zur ältesten Generation der mesopotamischen Götter und war ursprünglich die höchste Gottheit des babylonischen Pantheons. Folglich besteht seine Hauptaufgabe darin, eine Autoritätsperson, ein Entscheidungsträger und ein Vorläufer zu sein. Im Himmel weist er anderen Göttern Funktionen zu und kann deren Status nach Belieben erhöhen. Die frühesten Texte beziehen sich nicht auf seine Herkunft. Später gilt er als Sohn von Ansa und Kisa, wie im Schöpfungsepos des 1. Jahrtausends Enuma Elish. In sumerischen Texten des 3. Jahrtausends ist die Göttin Ura seine Gemahlin. Später wurde diese Position von Ki, der Personifikation der Erde, und in akkadischen Texten von Antu eingenommen, deren Name wahrscheinlich von seinem eigenen abgeleitet ist. Er erhält häufig den Beinamen Vater der Götter, und viele Gottheiten werden in dem einen oder anderen Kontext als seine Kinder beschrieben, darunter Adat, Enki, Enlil, Inanna, Nanna, Nergal und andere. Tempel und Schreine für An gab es im Laufe der mesopotamischen Geschichte in verschiedenen Städten. Ab dem 3. Jahrtausend wurde er mit Unterbrechungen zusammen mit Inanna im Eanna-Tempel in Uruk und in der achämenidischen und seleukidischen Zeit im Neuen Re-Tempel mit Antu verehrt. Ein weiteres wichtiges Zentrum seines Kultes war der, das wie Uruk den Titel Stadt Anus trug. In Lager errichtete Gudea, ca. 2144 bis 2124 v. Chr., einen Tempel für An, während Urnama, ca. 2112 bis 2095 v. Chr., in Ur einen Garten und einen Schrein für ihn errichtete. An hatte auch einen Sitz im Haupttempel von Babylon, Esagil, und empfing Opfergaben in Nippur, Sippar und Kisch. In Assur wurde während der mittelassyrischen Zeit, ca. 1350 bis 1050 v. Chr., ein Doppeltempel für An und Adat, Elam Anna, erbaut. Etwa zur gleichen Zeit taucht An zum ersten Mal in assyrischen Königsinschriften auf. Im 5. Jahrhundert v. Chr. Erlebte sein Kult jedoch in Uruk eine Wiederbelebung, und aus der Seleukidenzeit sind rituelle Texte erhalten geblieben, die die Beteiligung seiner Statue am örtlichen Akitu-Fest beschreiben. Obwohl An als höchster Gott galt, wurde er von den Menschen oft als eher ferner Gott wahrgenommen. Direkte Gebete an ihn sind eher selten, doch er fand in Riten und Hymnen Erwähnung. Eine seiner besonderen Eigenschaften war es, über die Göttlichkeit und Unsterblichkeit zu wachen. Die Göttin Ki, Personifikation der Erde im mesopotamischen Pantheon, war eine der bedeutenden Gottheiten. Als Personifikation der Erde nahm sie eine wichtige Rolle neben den Himmelsgöttern wie An ein. Sie galt ursprünglich nicht als Göttin und wurde erst später in den Rang einer Göttin erhoben. In sumerischen Texten des 3. Jahrtausends vor Christus galt Ki als Gemahlin des Himmelsgottes An. Später wurde diese Position von Antu eingenommen, deren Name wahrscheinlich vom Namen Anus abgeleitet ist. Ki wurde auch mit anderen Erdgöttinnen wie Ura gleichgesetzt.
Einige Quellen bezeichnen Ki als Mutter der Götter, womit sie eine ähnliche Rolle wie An als Vater der Götter einnahm. Tempel und Schreine für Ki gab es in verschiedenen mesopotamischen Städten, insbesondere in Zentren des Erdkultes wie Nippur. Auch im Haupttempel von Babylon, Esagil, hatte Ki einen wichtigen Kultplatz neben anderen Gottheiten. Als Personifikation der Erde war Ki eine zentrale Gottheit, die für die Fruchtbarkeit und das Leben auf der Erde verantwortlich war. Zusammen mit An und Enlil galt sie als Teil der höchsten Göttertrias, die das Universum regierten. Ki spielte eine wichtige Rolle in der Schöpfungsmythologie, etwa in Bezug auf die Erschaffung des Menschen. In der Ikonographie wurde Ki oft als weibliche Gottheit mit Attributen der Fruchtbarkeit und Erde dargestellt. Ihr Kult und ihre Verehrung waren über Jahrhunderte in Mesopotamien fest verankert, auch wenn sie nicht immer die gleiche Prominenz wie An oder Enlil besaß. Insgesamt war Ki eine zentrale Göttin im mesopotamischen Pantheon, die als Personifikation der Erde eine wichtige Rolle in Kosmologie, Schöpfungsmythen und Fruchtbarkeitskulten spielte. Ihr Kult war über lange Zeiträume in verschiedenen Regionen Mesopotamiens präsent. In den alten Schriften der mesopotamischen Kultur wird das göttliche Paar An und Ki oft als Manifestation der himmlischen und irdischen Kräfte betrachtet, die das Universum in Harmonie und Ausgewogenheit halten. An, der höchste Himmelsgott, verkörpert die göttliche Ordnung und Autorität über den kosmischen Himmel, während Ki, die Göttin der Erde, die Fruchtbarkeit und das Leben auf dem Planeten repräsentiert. An wird oft als mächtiger und erhabener Gott dargestellt, der über den Himmel herrscht. In den alten sumerischen Texten wird er oft mit einem königlichen Diadem und einem Zepter dargestellt, was seine Rolle als oberster Herrscher betont. Seine Präsenz strahlt eine Aura von Autorität und Macht aus, während sein Blick über die Welt und die himmlischen Sphären schweift. Die Ikonographie zeigt oft An auf einem königlichen Thron sitzend, umgeben von den Symbolen seiner Macht und Herrschaft über die göttliche Ordnung des Universums. Im Kontrast dazu steht Ki, die Göttin der Erde, deren Gestalt die Fülle und Fruchtbarkeit des Planeten repräsentiert. Sie ist die lebenspendende Kraft, die das Land mit ihrer mütterlichen Güte segnet und die Felder mit reichlichem Ertrag beschenkt. Ki wird oft mit üppigen Feldern und blühenden Blumen umgeben dargestellt, was ihre Verbindung zur Natur und zur lebendigen Erde unterstreicht. Ihre Anwesenheit strahlt eine warme und einladende Atmosphäre aus, während sie über das Land wacht und seine Bewohner mit Fürsorge und Schutz umgibt. Zusammen bilden An und Ki ein göttliches Paar, das die dualen Kräfte des Universums verkörpert, die himmlische Ordnung und die irdische Fruchtbarkeit. Ihre Vereinigung symbolisiert die Einheit von Himmel und Erde, von Geist und Materie, die das Fundament der mesopotamischen Kosmologie bildet. Durch ihre gemeinsame Herrschaft über das Universum und ihre symbiotische Beziehung stellen sie sicher, dass das Gleichgewicht und die Harmonie zwischen den himmlischen und irdischen Sphären aufrechterhalten bleiben und dass das Leben auf der Erde in Fülle und Wohlstand gedeiht.